Meine Leute, für mich geht es jetzt nach Aufenau zum Training. Beziehungsweise wir drehen heute das Video für euch mit dem Vergleich zwischen Racebike und Trainingsbike. Habe ich mega Bock drauf und ich war noch nie in Aufenau. Ich gucke mir die Strecke an. Ich freue mich auf jeden Fall sehr nach Aufenau hinzufahren. Das wird wahrscheinlich ein mega geiler Tag. Wir haben schönes Wetter. Es ist ein bisschen kühl, aber ist okay. Ich freue mich auf jeden Fall richtig drauf. Und wir nehmen euch jetzt da mal mit. Vorher geht es für mich aber noch zum Klaus Weiker von SAS Racing, weil ich noch eine Auspuffanlage abholen muss. Und deswegen müssen wir ein paar Minuten früher los. Ballern! So, wir sind jetzt hier in Aufenau. Ich habe mich gerade warm gefahren. Die Strecke ist mega geil mit dem ganzen Berg und Tal. Ich habe mich gerade mit dem Trainingsmotorrad warm gefahren, was hier auf der Seite steht. Dann sitze ich jetzt gerade auf dem Rennmotorrad, was ihr am neuen Dekor erkennt. Und der Plan für jetzt gleich ist einfach, das Trainingsmotorrad 5 Runden zu fahren, mehr oder weniger Quali-Runden, und dann das Rennmotorrad 5 Quali-Runden zu fahren. Und wir zeigen euch von jedem Motorrad jeweils die beste Runde und ja, schaut euch es einfach an und wir sehen uns dann nach der GoPro-Lab. So, zweite Motorrad, Rennmotorrad. Sieht schon schön aus. Ah, endlich damit fahren. Und let's go.
vorbei. Ja, schön Hartboden gefahren, andere Seite auch. Super. Im Grundsatz, Rennmotorrad ist mega gut, Fahrwerk funktioniert richtig gut. Ich bin sehr zufrieden. Was die Rundenzeiten sagen, habe ich überhaupt keine Ahnung, wie das aussieht. Ich bin selber aktuell noch sehr gespannt mit den Rundenzeiten. Beziehungsweise, ihr habt die Rundenzeiten schon im Video gesehen. Und ich hoffe, dass ich mit dem Rennmotorrad schneller gewesen bin. Gefühlsmäßig war natürlich das Rennmotorrad besser, aber das Trainingsmotorrad war ein bisschen gewohnter, weil ich es einfach immer wieder fahre. Und ich glaube, dass sich da nicht viel getan hat.